Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Video beziehungsweise zu einem Thema, das jetzt schon seit einer Weile so geht und ich dachte, ich spreche mal heute darüber. Falls ihr einen Vlog erwartet habt und dachtet ihr, oh, warum gibt es keinen Vlog? Einen Vlog gibt es hoffentlich direkt nächsten Sonntag. Ich habe erstens, die letzten 2 Wochen waren super stressig. Hikmet wurde am Fuß operiert, der war hier auf Krücken und alles. Und ja, ihr wisst, mit kleinem Baby, die Kleine wird jetzt nächste Woche 8 Wochen, die Zeit rennt. Mein Gott, schon 2 Monate alt wird sie jetzt nächste Woche. Es geht einfach super schnell und ich möchte auch die Zeit genießen und ich hatte genug anderen Stress. Das erzähle ich euch dann im nächsten Vlog. Und ja, heute zu einem Thema, ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gelesen. Fangen wir mal mit der ersten Sache an. Vor allem, warum ihr nichts mehr glauben könnt, beziehungsweise ich selber schon sage, ich glaube nichts mehr, was ich auf Social Media oder sonst irgendwo an Beiträgen lese oder sehe. Du kannst einfach nichts mehr glauben. Es ist so krass, was ich euch gleich zeigen werde. Das ist einfach unfassbar, was Leute so machen. Fangen wir mal erstmal mit der harmlosen Sache an. Und zwar geht das schon seit, ja eigentlich, ich glaube, über 2 Jahren schon so. Da wurde unser Familienbild genommen. Das sind meistens unsere Feiertagsbilder, unsere Familienbilder, wo wir schick angezogen sind. Das poste ich ja immer. Das wird auch oft geguckt. Also das sehen viele Menschen immer, unser Familienbild. Und da hat dann jemand angefangen und hat einen Titel gemacht, Deutsche Familie zum Islam konvertiert. Das ist super viral gegangen und dann haben das andere auch aufgegriffen und andere haben das auch gepostet. Das ist wirklich in so vielen Ländern, also wir haben wirklich so viele Leute, die das irgendwo in arabischen Ländern gesehen haben. Keine Ahnung, wie vielen verschiedenen Ländern, so immer wieder wurde mir das zugeschickt über Instagram. Da war sogar, wurde mir geschickt ein Link von einem Beitrag. Das war wirklich eine Nachrichtenagentur, eine arabische oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ich habe da nichts verstanden, was die da erzählt haben. Und auch die haben eben darüber berichtet. Und ich finde das einfach so witzig. Für diejenigen, falls du jetzt hier zugeschaut hast und uns gar nicht kennst, ich bin die Einzige in unserer Familie, die konvertiert ist. Also ich bin mit 18 zum Islam konvertiert. Mein Mann ist halt seit Geburt an Muslim, also jetzt als Muslim aufgewachsen. Und unsere Kinder sind auch als Muslime aufgewachsen, von klein auf, also mit der Religion aufgewachsen. Witzig zu sehen, wie sich einfach so Fake News verbreiten, schnell verbreiten, wo sie sich überall verbreiten und dann denkt sich jemand, der uns halt gar nicht kennt, ne, die uns kennen, die haben uns das ja immer wieder zugeschickt. Ich habe dann immer versucht, einen Text runterzuschreiben unter den Beiträgen, wie es halt wirklich ist. Aber ja, fand ich jetzt nicht so dramatisch, so, wisst ihr, aber trotzdem so unnötig halt, dass jemand das, keine Ahnung, eine Person, die sich das rausgeholt hat, hat sich das ja irgendwie aus der Nase gezogen. Das ist eben das eine. Kommen wir jetzt zu dem Highlight. Die Menschen, die uns folgen, die den Kanal abonniert haben, die uns auf Instagram folgen, die beschäftigen sich ja mit uns, mit unserer Geschichte, wie ist das passiert, warum habe ich so viele Kinder, warum habe ich mittlerweile 9 Kinder, Sechslinge und so weiter, wie ist das Ganze passiert. Falls ihr auch da euch fragt, dann könnt ihr euch gerne die anderen Videos anschauen. Ich habe hier eine Playlist unter Deep Talk. Da habe ich erzählt, wie es zustande gekommen ist mit den Sechslingen und so weiter. Also insgesamt das Ganze, dass ich mittlerweile das 9. Kind bekommen habe. Könnt ihr euch sehr gerne anschauen, falls es euch interessiert. Ja, oft gehen halt Videos und so weiter von uns viral und da kriegen wir jedes Mal eine echt krasse rassistische Welle. Also ich muss sagen, es hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr extrem gesteigert. Ja, also früher ging es noch, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil so Sachen früher nicht so viral gegangen sind. Früher war ja Instagram auch noch anders. Leute haben ja nur deine Beiträge gesehen, die dich auch abonniert haben. Da war das ja noch nicht mit den Reels und so weiter, dass alles so viral geht und so. Und die Menschen sind wirklich so immer schlimmer. Also wirklich, was man meint, immer so kommentieren zu müssen, ohne jemanden zu kennen, zu verurteilen, mit den Vorurteilen direkt zu bombardieren und so weiter. Ich bin das auch schon gewöhnt. Manchmal ärgert man sich, ja, ich sag mal so, gerade als Frau, ne, man ist ja manchmal in hormonellen Stadien, sagen wir mal jetzt in der Schwangerschaft oder jetzt auch nach der Geburt, dann ist man ja schon hormonell empfindlicher oder auch ganz normal im monatlichen Zyklus hat man ja seine Phasen, wo man halt einfach ein bisschen empfindlicher ist. Da merke ich schon, manchmal ärgert es einen doch ganz schön, ja, auch wenn man sagt, ach, ich bin das gewohnt, ich achte da gar nicht drauf, ich lese das gar nicht, ich kommentiere das sowieso nicht, aber trotzdem sind wir halt Menschen und trotzdem gibt es halt einfach, ja, manchmal Tage, wo das einen dann schon einfach mitnimmt und du dir denkst, warum ist dieser ganze Hass da? Und jetzt gebe ich euch mal ein Beispiel,
warum dieser Hass entsteht, gerade gegenüber Muslimen, ja nicht nur Ausländern. Also wir haben echt mittlerweile hier in Deutschland echt krassen Hass gegen Ausländer und auch noch die Muslimfeindlichkeit, die auch immer mehr zunimmt. Ja, also in den letzten Jahren auch extrem zugenommen, und davor hatten wir es ja wirklich eigentlich nur, kannst ja wirklich sagen, durch die Medien. Ja, immer wenn irgendwas passiert ist und es war irgendein Ausländer, dann wurde das immer sehr betont in den Medien. Sobald es irgendwie ein Ausländer ist, da wird dann halt wochenlang darüber berichtet, es wird in Talkshows darüber gesprochen. Aber wenn es halt kein Ausländer ist, dann hört man das nur ganz kurz nebenbei und dann ist die Sache schon vergessen. Und jetzt reicht nicht nur das, dass man medial immer so das Ganze, so sag ich mal, diesen Ausländerhass fördert, sondern jetzt ist es auch noch im Netz. Und jetzt sind wir auch noch diejenigen, die davon betroffen sind. Und zwar werden unsere Bilder dazu missbraucht, ja, ich weiß, mir fällt jetzt kein anderes Wort dazu, ja, als das, werden unsere Fotos, unsere Familienfotos dazu missbraucht, um Fake News zu verbreiten und somit den Ausländerhass zu schüren. Ja, ich weiß nicht, was das für Seiten sind. Ich habe mir das auch gar nicht angeguckt. Ja, es ist auch viel auf Facebook. Da bin ich gar nicht. Ich will das dann auch gar nicht sehen. Ich will da auch gar nicht rein. Ich will dann auch gar nicht diese Kommentare lesen, weil ich weiß, was da alles steht. Das kenne ich ja schon unter unseren Beiträgen. Könnt ihr gerne mal auf den Instagram-Kanal gehen und schauen unter den Reels, die auch viele Aufrufe haben, und da einfach mal in die Kommentare reingehen. Dann seht ihr, was da abgeht, und das ist einfach, ja, ist schon heftig. Und jetzt kommt eben dazu, fangen wir mal an mit dem ersten Bericht, und zwar relativ witzig. Also wir haben auch darüber gelacht. Also einerseits, wir lachen darüber, aber andererseits muss ich sagen, es ist wirklich ein ernstes Thema. Ja, es ist wirklich nicht zu spaßen, weil wie gesagt, damit bewusst der Hass gegen Ausländer, der Hass gegen Muslime extrem geschürt wird. Deswegen, ich weiß nicht, ob das wirklich bewusst so Seiten sind, die die AfD unterstützen wollen oder so, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nicht so, kommt mir auf jeden Fall so vor. Und zwar, ich blende euch das Ganze mal hier ein. Ihr seht hier ein Foto. Ich sehe offensichtlich, dass das nicht wir sind. Also das ist meiner Meinung nach, und so, weil die meisten haben das auch so geschrieben, dass es schon KI ist. Aber es steht halt ganz groß, Berliner Sensationsfamilie ist jetzt zu 11. Ja, über uns wurde auch medial berichtet, dass wir unser 9. Kind bekommen haben, dass wir jetzt eine 11-köpfige Familie sind. Mutter von Sechsling bekommt ihr 9. Kind. Also Mutter von Sechsling und Berliner Sensationsfamilie, wir sind die einzigen in Deutschland, die Sechslinge haben, und vor allem eben die Berliner Familie, Berliner Sechslinge und so weiter. So kennt man uns. Also es ist eindeutig, dass man uns dafür nutzt, aber hier eben ein KI-Bild generiert hat, indem man hier 6 Kinder hingetan hat, wo statt halt uns alle, 6 Kinder, die ja alle auch ganz anders aussehen, sieht keiner aus wie meine Kinder, also auch nochmal so bewusst, würde ich mal jetzt sagen, südländischer gestaltet. Ja, wenn man so unsere Bilder so ein bisschen anguckt, ich bin ja gebürtige Polin, falls das jemand nicht weiß. Mein Mann ist hier geboren, stammt aber aus der Türkei, also seine Familie stammt aus der Türkei. Und auch unsere Kinder sind jetzt nicht so offensichtlich sehr dunkel. Ja, also ich denke mir, das wurde so nochmal so ein bisschen bewusster so gemacht, dass das Ganze nochmal dunkler ist. Der Mann, der jetzt meinen Mann darstellen soll in der Mitte, auch nochmal ein ganz dunkler, langer Bart. Ja, so nochmal ein dunklerer Typ, würde ich sagen, als mein Mann das ist. Das ist eben kein Bild von uns, aber halt eben der Text. Ich habe jetzt auch nicht alles hier drauf. Das reicht auch, mehr braucht man nicht lesen. Der Bevölkerungsaustausch beginnt nicht nur an den Grenzen, sondern mitten in unseren Kreissälen. Ein muslimisches Paar mit 9 Kindern kassiert paradiesisch viel Bürger- und Kindergeld. Finanziell ausgesorgt, bla bla bla. Wie gesagt, ich will den Rest gar nicht wissen. Mir wurde das nur so zugeschickt. Ich weiß auch nicht, wo der Beitrag jetzt war. Ob das jetzt auch bei Facebook war, ist jetzt halt eben so ein Screenshot. Deswegen weiß ich auch nicht, was da weiter steht. Aber eben, wie gesagt, dieses typische, ein muslimisches Paar, 9. Kind, kassiert paradiesisch viel Bürger- und Kindergeld. Das ist der eine Beitrag. Und bevor ich dann auf dieses Thema eingehe, auch vor die Vorurteile, zeige ich euch jetzt noch den zweiten Beitrag. Und zwar wurde hier unser Bild
benutzt. Ja, das ist auch das vom YouTube-Trailer. Also da hat sich jemand die Mühe gemacht und unser YouTube-Trailer ein Screenshot gemacht. Das war auf Facebook, Deutschland heute. Ich weiß nicht, ob das irgend so ein Nachrichten-Möchtegern-Account ist oder was auch immer. Große Familie wächst weiter. Unerwartet Nachwuchs nach 17 Jahren. Das stimmt. Und jetzt komplett andere Namen. Ne? Die Familie Gulnar. Wir sind nicht die Familie Gulnar, wir sind die Familie Temis. Lebt seit vielen Jahren in Deutschland und ist ein Beispiel für eine große multikulturelle Familie, die ihren Alltag zwischen Tradition und modernem Leben gestaltet. Amina, soll wohl ich sein, mein Name ist Roxana, und Karim Gulnar, nein, das ist der Hikmet Temis, kam vor über 2 Jahrzehnten, also 20 Jahren, ne, nach Deutschland mit einem Wunsch, sich hier eine sichere Zukunft aufzubauen. Anfangs war der Start nicht leicht. Neue Sprache, neue Regeln und die Herausforderung, sich in eine fremde Gesellschaft einzufinden. Doch mit Geduld und viel Einsatz gelang es ihnen, Schritt für Schritt Fuß zu fassen. Lesen Sie den ersten Kommentar. Keine Ahnung, was auch da weitergeht. Hört sich ja eigentlich gar nicht so negativ an, ne? Aber ja, das ist wieder das, was man eben zeigen möchte, was hier eben das große Problem ist. Dass jetzt jeder Ausländer hier in dieses Land gekommen ist. Wir sind angeblich vor 2 Jahrzehnten nach Deutschland gekommen mit dem Wunsch, ja, sich hier ein besseres Leben aufzubauen. Also das ist ja dieses Vorurteil, was man ja immer hört, was wir immer hören, wo es heißt, ja, ihr seid hier nach Deutschland gekommen, weil ihr wollt hier luxuriös leben, ihr wollt das Kindergeld kassieren, weil ihr habt es ja hier besser als in eurem Land. Und das ist das Ding, was mich halt auch am meisten ärgert, weil wir sind hier aufgewachsen. Also mein Mann ist hier geboren, kennt kein anderes Leben, er ist hier aufgewachsen, er ist hier geboren. Seine Familie stammt aus der Türkei, die sind die klassischen Gastarbeiter, die damals in den 70er Jahren hergekommen sind. Wir haben es nicht entschieden, hier zu leben. Ich war 5 Jahre alt, als meine Eltern beschlossen haben, mit mir und meinem Bruder nach Deutschland auszuwandern. Das war kurz nach dem Mauerfall. Und auch ich bin hier aufgewachsen, ich bin direkt hier zur Schule gegangen. Ich weiß es nicht, wie es ist, in Polen zu leben. Ich bin dort nicht zur Schule gegangen. Ich kann nicht gut Polnisch lesen und schreiben. Ich kann meine Muttersprache, Gott sei Dank, aber ich kenne kein anderes Leben. Ich kann es nicht sagen, es wäre dort besser zu leben oder hier besser zu leben. Es ist das Leben, was wir führen, weil unsere Eltern das für uns entschieden haben. Und ich denke mir, gerade die Menschen, ja, die entscheiden zu sagen, sie wollen nach Deutschland kommen, weil sie ein besseres Leben haben wollen. Ich kann immer nicht für alle sprechen. Ich hasse es generell, eben Menschen in einen Topf zu werfen. Aber viele Menschen, die bewusst hierher kommen, die wollen sich auch was aufbauen. Die gehen arbeiten, die tun auch was dafür. Also ich bin oft erstaunt, wenn ich manche Leute sehe, wo die sagen, die sind seit 2 Jahren hier in Deutschland, die können schon perfekt Deutsch sprechen. Ich kann nicht für jeden sprechen, nicht für jeden Menschen, der hier in dieses Land kommt, jeder Ausländer, ob es ein geflohener Mensch ist, der vor Krieg geflohen ist und hierher gekommen ist, oder ob es Menschen gibt, die bewusst sagen, ja, ich komme nach Deutschland, weil der Sozialstaat so gut ist, weil man hier eben so viel Bürgergeld bekommt. Ich habe keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Unsere Eltern sind bewusst ausgewandert, weil in Polen eine schlechte Zeit war und man dort eben nicht gut leben konnte. Und meine Eltern sind bewusst hier in dieses Land gekommen und haben beide auch direkt angefangen zu arbeiten. Sie haben direkt die Sprache gelernt, sie haben direkt gearbeitet. Meine Eltern haben beide Fullzeit gearbeitet. Ja, und dann fangen wir mal mit dem größten Vorurteil an: Kindergeld. Kindergeld ist etwas hier in diesem Land, das gibt es halt. Es war schon immer, weiß ich nicht, seit wann schon immer da. Seit ich mein erstes Kind hatte, gab es Kindergeld. Ich habe meinen Mann kennengelernt, wir haben uns verliebt, wir haben geheiratet und wollten ganz normal eine Familie gründen, wie das viele junge Paare tun, und wollten eben ein Kind und haben deswegen ein Kind bekommen, weil wir eine Familie gründen wollten und nicht, weil man, weiß ich wie viel... Ich weiß immer bis heute, ich glaube nicht, ich muss immer so lachen, wenn Leute mal ausrechnen, wie viel Kindergeld wir kriegen. Glaubt mir, weil das landet immer bei meinem Mann auf dem Konto. Ich weiß immer nicht mal die genaue Summe. Das sind dann immer Leute, die das ausrechnen. Das hat man vor Jahren, habe ich das endlich mal selber erfahren. Ich habe nie meinen Mann gefragt, du sag mal, wie viel Kindergeld landet denn auf dem Konto? Habe ich nie drauf geachtet.
Habe ich nie gefragt, bis ich irgendwann das mal gelesen habe, weil das jemand zusammengerechnet hat, wie viel Kindergeld das ist, ja. Und jeder, also wenn man dann in den Kommentaren auch Leute diskutieren, jeder, der Kinder hat, weiß, wie viel Kinder kosten, ja. Als wenn deren Lebensunterhalt nichts kostet, die aufzuziehen, zu ernähren und weiß ich was alles. Kommen wir später dazu. Ich kenne bis heute niemanden, der sich gesagt hat, so, ja, du, mein Schatz, ich glaube, wir sollten noch ein Kind machen, weil dann haben wir, was ist denn das? Sagen wir 150 Euro. Oder ist es schon mehr? Ist es 200 Euro? Ich weiß es, ich vergesse das immer. Beitrag des aktuellen Kindergeldes. Oh, 259 Euro. Ah, okay, gut. 10 Kinder, oh guck mal, der rechnet mir schon aus. Bei 10 Kindern, dude, warte, ich habe mittlerweile 11 Kinder. Wie viel Kindergeld kriege ich denn aktuell? Also bei 10 Kindern sind es A 259, das sind 2590 Euro Kindergeld pro Monat, beziehungsweise im Jahr 31.000 Euro. 80. Wer weiß, ist ja nicht mehr lange. Oh mein Gott. Jetzt sind ja noch unsere Kinder Schule, noch Abi und so weiter, Ausbildung. Bald ist das zu Ende. Oh mein Gott. Überleg mal, ich habe plötzlich 8-mal fällt das Kindergeld weg. Oh mein Gott, da werde ich ja arm danach. Allein unsere Miete, was wir zahlen, plus die ganzen Kosten, was wir noch zusätzlich haben, sind über 2000 Euro. Wollen wir nicht berechnen, was es kostet, eine 10-köpfige Familie zu ernähren, unsere Einkauf, unsere Lebensmittel, die wir ausgeben, sei es das, Kinder zu bekleiden, alle die Klamotten brauchen und vieles mehr. Schulsachen, jedes Jahr neue Schulsachen aktualisieren, Bücher, jedes Jahr neue Bücher kaufen. Es sind, glaube ich, so um die 800-900 Euro, was das Ganze uns kostet. Klassenfahrten, also könnt ihr dann mal selber ausrechnen im Vergleich diese Kosten, die man hat. So, dann ist es so, für diejenigen, die jetzt sagen, ja, aber mit Hartz IV, Hartz IV ist ja nicht mehr Bürgergeld, heißt es ja, ne, mittlerweile. Mit Bürgergeld, da wird ja alles übernommen. Das heißt, Klassenfahrten werden bezahlt, die Bücher werden bezahlt, diese ganzen Kosten fallen weg. Was man aber oft vergisst, dieses Kindergeld wird ja auch angerechnet, dass du das ja hast. Dementsprechend wird das ja ausgerechnet. So viel zum Thema Kindergeld, dann eben der Vorurteil vom Bürgergeld leben, eben Bürgergeld und Kindergeld. Und dann lebt man im Saus und Braus. Im Luxus ist man reich. Was mich am meisten ärgert, ist halt nicht nur der Hass gegen Ausländer und Muslime, der eben geschürt wird, sondern vor allem ein komplett falsches Bild vermittelt wird. Große Familie, viele Kinder, man lebt auf einmal im Luxus und Saus und Braus. Da frage ich mich, warum fehlen dann in Deutschland Kinder? Warum wird andauernd darüber gesprochen, dass die Geburtenrate sinkt, dass es immer weniger Kinder gibt und dass das eigentlich ein großes Problem in Deutschland ist? Denn wir werden immer mehr ältere Menschen haben und weniger junge Menschen. Und eben dieses Bild vermittelt wird, von wegen eben Großfamilien leben besser als jetzt eine normale Familie mit vielleicht nur einem Kind. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen würde, dann würde man eigentlich ganz schnell mitkriegen, dass aktuell laut Statistik ungefähr jedes 7. Kind von Armut betroffen ist. Es gibt Kinder, die ohne Frühstück zur Schule gehen, zum Beispiel, das hört man ganz, ganz oft, die kein warmes Mittagessen haben und wo die Eltern einfach jeden Cent umdrehen müssen. Und Kinderarmut bedeutet nicht immer, dass gar nichts da ist. Oft sind es eben Dinge, auf die man verzichten muss, sei es eben auf Klassenfahrten oder andere Dinge, wo es dann eben heißt, dafür haben wir gerade kein Geld. Und auch wir können uns keine Urlaube leisten, was das eben für eine 10, mittlerweile 11, ich muss das selber merken, 11-köpfige Familie einfach unbezahlbar ist. Ein Flug, ein Resort, eine Unterkunft für so viele Menschen, das kann man sich einfach als Großfamilie nicht leisten. Auch wenn wir relativ gut verdienen. Und hier kommen wir dazu eben, wir leben nicht vom Bürgergeld. Also wir haben eine Zeit lang Unterstützung vom Staat bekommen, als die Sechslinge damals geboren wurden. Das war einfach gar nicht machbar. Ich hatte meinen Mann gezwungen, zu Hause bei mir zu bleiben. Ich meinte damals zu meinem Mann, schon in der Schwangerschaft, kurz vor der Geburt, meinte ich, wenn die Kinder auf die Welt kommen und sie überleben, musst du zu Hause bei mir bleiben. Ich werde es nicht schaffen, 6 Babys zu versorgen, plus damals unsere 4-jährige Tochter. Und deswegen haben wir damals vom Staat gelebt. Und ich kann nicht sagen, dass wir in Luxus und Saus und Braus gelebt haben. Nein, man hat alles kalkuliert, wie viel Geld man zur Verfügung hat und musste immer den Groschen umdrehen. Und seit wir angefangen haben, dann auch wieder zu arbeiten, viele kriegen das ja nicht mit, die denken, ich
bin nur Hausfrau. Dabei muss man ja eigentlich nur einen kurzen Blick auf unsere Accounts werfen und dann kann man sich doch schon denken, dass ich ja als Content Creatorin auch Geld verdiene, indem ich YouTube-Videos filme und auch regelmäßig Kooperationspartner habe und somit als Selbstständiger einen sehr großen Teil zu unserer Familienkasse beitrage. Und es würde niemals reichen, dass nur eine Person von uns arbeitet und Geld verdient. Würden wir niemals hinkommen. Und trotz dessen ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, gerade zum Beispiel ich als Selbstständige, es ist unglaublich, was dafür Kosten sind. Und immer dieses, mich ärgert es halt mal immer, dieses zu hören, so ja, von unseren Steuergeldern. Dabei, man verdient sehr viel Geld, aber man zahlt extrem viele Steuern. Und auch unsere Kinder sind alle jetzt in der Zeit, wo sie jetzt Abitur, Ausbildungen, eine Zukunft ja, gestalten, eine Karriere. Und das sind nicht irgendwelche zukünftigen Hartz-IV-Empfänger, wie einem das so oft vorgeworfen wird. Ich weiß ja nicht, wer seine Kinder jetzt irgendwie so erzieht, dass sie dann irgendwie Hartz-IV-Empfänger werden. Wir wohnen ja hier zur Miete in einem Einfamilienhaus und das beste Beispiel ist so unsere Nachbarschaft. Ja? Also wir wohnen hier sehr ruhig, auch mit nicht vielen Ausländern, wenn man das so sagen darf. Das Haus ist halt an so einer Ecke, da fängt halt eben die ruhige Straße an und rechts und links sind nur die Einfamilienhäuser, also nur wo halt wirklich so Familien und so weiter wohnen. Und direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein dreistöckiges Mietgebäude, wo so verschiedene Mieter wohnen. Ist halt so witzig zu beobachten. Ich sag mal so, als wir neu eingezogen sind, gab es einen Nachbar, der hat dann gemeckert, weil wir beim Umzug, weil der Wagen so ein bisschen am Bordstein stand, der Wagen und er ist vorbeigelaufen mit seinen Hunden und hat sich so umgedreht und dann hat er nur so gesagt, war ja klar, diese Ausländer. Dieser Mensch ist aber dann im Nachhinein so ein bisschen, ja, immer wieder eben, weil er da mit den Hunden spaziert und mein Mann, der ist ja, wer unsere Vlogs guckt, der weiß, der ist immer im Garten und mein Mann ist mittlerweile so beliebt bei unseren Nachbarn, weil er einfach super hilfsbereit ist. Jeder, der an unserem Garten vorbeiläuft. Viele bewundern ja auch den Garten. Ne? Also Hikmet pflegt den ja so schön und es wird ja immer viel Gemüse und Obst eingepflanzt und so weiter. Und viele bewundern das ja und er ist super kommunikativ, immer wenn Leute vorbeilaufen, er grüßt sie, er spricht sehr gerne mit jedem, unterhält sich mit jedem und in dem Moment, wenn jemand darüber spricht, oh, du hast aber tolle Tomaten und so weiter oder Tomatenpflanzen, mein Mann, der macht immer viel mehr Setzlinge als das, was er eigentlich einpflanzt, ja, wenn er die immer hochzüchtet und verteilt die und gibt immer jeden, der fragt oder was möchte. Er ist ja dadurch, dass er immer Wohnungsauflösungen gemacht hat, er hat ja super viel Zeug, also alles, was du brauchst, irgendwie an Geräten oder was auch immer, der hat alles. Also sagst du, du brauchst irgendwie dies oder das, der findet alles in seiner Garage und auch da immer super hilfreich mit irgendwelchen. Und da war irgendwie so eine Situation, dass eben dieser Nachbar was gebraucht hat, was mein Mann ihm dann gegeben hat. Und ja, seitdem war eben das Verhältnis freundlicher. Ja, sagen wir es mal so. Bis heute wirklich dieses Haus geblieben, wo die Leute, mit denen hat man ja nicht so Kontakt, weil die ja eben ja nicht so direkt an unserem Haus vorbeilaufen, sondern eben in diesem dreistöckigen Gebäude wohnen und da sitzen die meistens auf dem Balkon, also gibt es immer bestimmte Paare dort oder Personen, die dann gerne auf ihrem Balkon sitzen und die haben halt direkt den Blick auf unseren Garten und wenn die Kinder da spielen, sieht man die und so weiter, ne, wie Hikmet da alles macht. Und da haben wir ja bis heute eben zum Beispiel einen Nachbar, der ja regelmäßig den Kindern den Stinkefinger gezeigt hat. Falls ihr den letzten Vlog gesehen habt, könnt ihr gerne da vorbeischauen. Da ging es ja darum, dass wir ihn dann jetzt letztendlich angezeigt haben, weil ja, uns das dann endlich gereicht hat und wir gesagt haben, das geht einfach nicht so. Ne? Und da war jetzt auch zum Beispiel unter den Kommentaren, ja, hättet ihr doch mal das Gespräch mit ihm gesucht und so weiter so. Aber das war halt da in dem Fall einfach gar nicht möglich, weil wir die Person ja nie so nah gesehen haben, sondern halt immer nur dieses vom Balkon aus und er sich ja auf irgendeine Art und Weise getriggert fühlt. Ja, also wir sind ja nie laut oder so. Wir halten uns an alle Regeln hier, ne? Sei es irgendwie bestimmte Zeiten, wann man den Rasen mäht oder eben die Kids spielen auch nicht sonntags irgendwie Fußball oder Basketball oder so. Also wir haben uns immer an solche Sachen immer sehr streng gehalten. Ich denke einfach, dass es so ein bisschen so dieser Anblick vielleicht ist eben da dieses Vorurteil oder diese Eifersucht zu sagen, ja, diese ganze ausländische Truppe, die alle mit ihren Kopftüchern und die wohnen in so einem schönen
großen Haus mit einem tollen Garten und ich sitze hier auf meinem kleinen Balkon. Vielleicht ist es das, was ihn halt so ärgert, kann ich mir halt vorstellen, dass es vielleicht sowas ist oder was auch immer. Aber ja, das ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich Menschen sind und deswegen, ich hasse es eben, Menschen zu verurteilen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, nur weil sage ich jetzt eben, wenn ich jetzt meine Nachbarschaft nehme, ja, und ich sage jetzt so bewusst jetzt deutsche Nachbarschaft, ja, alle Deutschen jetzt zusammennehme, ja, und nur weil einer jetzt, sagen wir mal, rassistisch ist, was Rassistisches sagt oder eben den Stinkefinger zeigt, würde ich ja jetzt auch nicht sagen, alle Deutschen sind jetzt Nazis, ja, manchmal hört man ja das auch in den Kommentaren, ja, du Nazi, ja, alle Deutschen sind doch Nazis und so weiter, ne, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Wir haben so liebe Menschen, so liebe Nachbarn, die auch so total hilfreich sind und so liebevoll, wie viele unserer Nachbarn für Eila Geschenke vorbeigebracht haben und so weiter. Also ich würde niemals Menschen eben in einen Topf werfen. Ich sage immer, warum lernt man sich nicht kennen? Deswegen zum Beispiel bin ich super froh, dass ich YouTube mache, dass man einen Einblick bekommt in eben eine ja ausländische, muslimische Familie. Ja, aber ich sage, wir sind eine ganz normale Familie, wie auch jede andere Familie. Wir leben, wir lachen, wir weinen, wir kochen, wir putzen. Ja, wir machen alles, was jede andere Familie. Wir sind halt offensichtlich eine religiöse Familie, ja, weil wir unseren Glauben leben. Das sieht man ja zum Beispiel am Bekleidungsstil, den ich und unsere Töchter haben. Ja, das ist nochmal offensichtlicher, dass wir eben Muslime sind. Wir versuchen halt unseren Glauben auszuleben, so gut es geht. Und das ist halt einfach, wir haben hier die Religionsfreiheit. Ich habe mich mit 18 damals bewusst dafür entschieden, Muslimin zu werden, diese Religion auszuleben. Und ja, jeder Mensch kann sein Leben gestalten, so wie sie es möchte, ja, also mich interessiert nicht, wie jetzt mein Nachbar sein Leben lebt, der lebt ja sein eigenes Leben, ich konzentriere mich auf mein Leben, auf unser Leben, das ist das, was für mich in dem Fokus steht, mich interessiert immer nicht sozusagen das Leben von jemand anderem, wenn er so glücklich ist, wie er lebt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich finde, man sollte das doch einfach so akzeptieren, wie es ist. Ich verstehe nicht immer, was daran so schwierig ist, einen Menschen einfach zu akzeptieren, wie er ist. Du musst doch glücklich sein. Ich muss dich nicht glücklich machen, du selber musst glücklich sein. Und man weiß einfach mittlerweile, dass Menschen, die oft so verurteilend sind, die immer so schlechte Sachen kommentieren, dass meistens das Menschen sind, die selber mit sich eigentlich unzufrieden sind, ja, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe nie das Bedürfnis, das Leben anderer Menschen so negativ zu kommentieren. Klar, ich sehe viele Sachen im Netz, wo ich mir denke, oh mein Gott, was soll das? Aber ich komme nicht auf die Idee, diese Person irgendwie deswegen zu verurteilen oder der Person das zu schreiben. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte noch nie dieses Verlangen und dann denke ich mir, ja, also ich bin mit mir und meinem Leben und mit mir selber im Reinen. Vielleicht juckt mich das deshalb nicht. Und Menschen, wo ich denke dann immer so, ja, bist du jetzt glücklich? Du hast jetzt in deine Tasten getippt und du scheiß Ausländer. So, denk mir so, geht's dir jetzt besser? Fühlst du dich jetzt gut? Oh, mir ist super warm. Ich habe wieder rote Wangen, ne? Also ich habe ja jetzt noch postpartum meine Hitzewallung. Mir wird die ganze Zeit noch super heiß, obwohl heute es sehr schön kühl ist mit nur 20 Grad. Aber ja, ich bin andauernd noch am Schwitzen und ich habe extrem auch viele Rötungen irgendwie durch die Hormone. Ist auch meine Rosacea ein bisschen, kommt sehr raus. Deswegen habe ich aktuell noch extrem Rötung und ich extrem Durst. Aber ich muss ja auch viel trinken. Habe ich mal ein bisschen mein Herz euch ausgeschüttet. Aber ihr könnt mir ja sehr gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr zu dem Thema sagt. Ich finde es ja richtig toll, in den letzten Jahren durch viele Nachrichten von unserer Community, die uns eben schon länger verfolgen, die eben mehrere Videos geguckt haben, wo mir viele nicht-muslimische oder eben nicht ausländische Menschen geschrieben haben, dass sie durch unsere Videos viel weniger ja, Vorurteile jetzt haben, weil sie einfach zum Beispiel keine ausländische Familie so persönlich kennen oder den Einblick in eine Familie kennen. Deswegen finde ich das auch eigentlich wichtig, dass man das mehr sieht, dass man mehr Zugang hat, vielleicht ein bisschen mehr mit seinen Nachbarn sich beschäftigt. Gut, ich habe schon sehr lange gequatscht. Ich muss das Ganze ja noch schneiden. Dafür muss ich ja auch noch Zeit aufbringen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr zu dem Thema denkt und dass wir uns so ein bisschen austauschen. Habt ihr auch das Gefühl, dass einfach so
dass bewusst so ein bisschen der Ausländerhass geschürt wird? Beschäftigt ihr euch mehr so ein bisschen mit der Politik? Ist das so, dass man vielleicht eben diese bestimmten Gruppen fördern möchte, dass die, ja, wenn man so, wie sagt man so, an die Macht kommt, ja, dass man vielleicht ja, ich weiß auch nicht, so, keine Ahnung, oft hört man ja dann eben auch, gerade wenn es das Thema AfD ist und so weiter, dann heißt es so, ja, uns meinen sie ja nicht, ne? Also uns jetzt, ne? Wir, die hier leben und arbeiten und so weiter. Wir sind ja nicht gemeint, ne? Es sind ja immer die anderen bösen Ausländer dann gemeint, die man dann hier nicht haben will. Aber wenn ich halt mir eben die sozialen Medien angucke und eben das, was dann in den Kommentaren abgeht, werden einfach alle in einen Topf geworfen. Es ist einfach schade. Ich sage immer, Mensch ist Mensch. Wir haben das gleiche Blut, was durch unsere Adern fließt. Wir sind alles Menschen, egal welcher Nationalität, egal welcher Herkunft, egal welcher Religion. Als ich konvertiert bin zum Islam, ich fand es einfach schön, den Koranvers, wir wurden zu verschiedenen Völkern erschaffen, auf das wir uns kennenlernen. Warum lernen wir uns nicht kennen? Wir wurden so erschaffen, zu verschiedenen Völkern und Stämmen, auf das wir uns kennenlernen. Ich denke, so schließe ich auch das Video ab. Schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ihm sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr öfters so ein bisschen Labervideos auch sehen wollt oder bestimmte Themen, sagt mir da gerne Bescheid. Ich weiß, ihr kriegt auch noch einen Geburtstalk, der fehlt auch noch, ein Geburtsbericht. Der wird dann inshallah auch noch bald kommen. Abonniert sehr, sehr gerne den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag bei einem regulären Vlog wieder. Also bis dann, meine Lieben.